Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Duberschütz und beim heutigen Video-Hop der Stempelfamilie and Friends zeigen wir die Ideen mit Designerpapier. Ich habe mich für das Designerpapier Geistertanz aus dem aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up! Entschieden und zeige dir, wie du eine Treppenkarte mit zusätzlichem Feld gestalten kannst. Hier ist das zusätzliche Feld zum Beschriften. Vielleicht wird das ja die Einladungskarte für deine nächste Halloween-Party. Am Ende des Videos und in der Beschreibung findest du die Playlist mit all unseren Ideen. Schau auf jeden Fall auch bei den anderen vorbei. Dann zeige ich dir noch mal schnell ein bisschen was von dem Designerpapier, bevor es losgeht. Ich finde das von den Farben sehr schön. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Halloween-Fan eigentlich, aber dieses Set hat mich echt überzeugt. Es gibt kleine Fledermäuse, Skelette, ach, voll niedlich. Hunde und Katzen finde ich voll süß. Und hier so Grabsteine. Auf der Rückseite noch mehr kleine Fledermäuse in Karo-Muster. Finde ich, kann man auch ganz toll für andere Sachen verwenden. Hier so Rip Jack-O-Lantern. Finde ich total witzig. Creep It Real. Sehr schön. Sehr schönes Designerpapier, muss ich sagen. Dazu das Stempelset Bag of Bones. Gibt es leider nur auf Englisch, aber man kann ja auch zum Beispiel für eine Glückwunschkarte. Mein Neffe hat zum Beispiel Halloween Geburtstag, der kriegt eine Glückwunschkarte damit. Einfach ein Happy Birthday oder alles Gute zum Geburtstag dazu stempeln. Also es ist unheimlich viel dabei. Skelett, ein fertiges mit einer Stanze. Man kann aber auch das Skelett mit Einzelteilen selbst zusammensetzen. Dann hat es verschiedene Hüte dabei, der Hund und die Katze, 2 Fledermäuse und bei den Stanzen ist noch mehr dabei. Es gibt einen Zaun, es gibt so einen großen Grabstein und total niedlich, Cowboy-Stiefel, verschiedene Hüte, noch mehr Fledermäuse, Turnschuhe und auch die Einzelteile, die man selbst zusammensetzen kann. Alles Standformen für. Finde ich richtig klasse. Ja, wie gesagt, heute diese Treppenkarte, aber sie unbedingt noch zeigen muss vorher. Sieht man jetzt hier leider nicht, aber das ist nachtleuchtendes Papier, auf dem ich gestempelt habe. Guck mal auf meinem Instagram-Kanal, anna.duberschütz. Da habe ich das einmal gezeigt, wie das nachts leuchtet. Das ist total cool, das Papier. Gibt es alles in der Reihe bei Stampin' Up! Kannst du über mich bestellen. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir wirklich los mit der Treppenkarte. Für die Treppenkarte benötigst du ein Stück Farbkarton in 25 x 15 cm, ein Stück Farbkarton in 9,5 x 9,5 cm und eins in 9,5 x 19 cm, was an der langen Seite bei 9,5 cm gefalzt wird. Das wird die Klappe hier vorne. Dann noch, hole ich mal dazu, was ihr seht, 2 Stück Designerpapier in 9 x 9 cm, 7 kleine Stücke, entweder Farbkarton oder Designerpapier, je nachdem, wie du das gestalten möchtest. Hier habe ich zum Beispiel die 3 Mittelteile mit Weiß gemacht. Hier habe ich andere Felder gemacht, das ist aber ganz dir überlassen, wie du das gestaltest. Also 7 Stück Farbkarton oder Designerpapier in 4,5 x 4,5 und 2 Stück Band, circa 15 cm und dann Sachen zum Verzieren. So. Ist toll, also ist dann am Ende 15 x 15, passt in einen großen Briefumschlag. Hier habe ich nochmal die kleinen Leuchtelemente, die gibt es nämlich auch noch in leuchtend. Das ist echt witzig. Und so kann man sehen, dass es eine Treppenkarte ist. Lege ich mal beiseite. Das große Stück Farbkarton wird so. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Also, na, schwierig ist es nicht. Ich habe hier an meiner Zentimeterleiste, ich habe die Zentimeterleiste und nicht die eigentliche Inchleiste, die von Stampin' Up! Mitgeliefert wird. Ich sage jetzt erstmal die Zentimetermaße, wo was gemacht wird, und danach sage ich dir, falls du die Inchleiste drin hast, was du dann nimmst. Du legst es an der langen Seite an, bei 5 cm, nimmst dann das Falzbein, legst es hier oben, oh Gott, das ist aber heute schwer zu sehen, hier auch bei 5 cm an und falzt einmal nach oben. Dann schiebst du es zu 10 cm rüber, legst dein Falzbein bei
10 cm an und falzt auch nach oben. Dann einmal das Stück Papier um 180 Grad drehen und dasselbe nochmal. Also bei 5 cm anlegen, das Falzbein bei 5 cm anlegen, ich muss es mal gerade hier finden, und nach oben falzen. Und rüber zur 10 geschoben und von 10 nach oben gefalzt. Wenn du jetzt hier die Inchleiste hast, dann nimmst du statt den 5 cm 2 Inch und dann knapp davor. Du kannst dir das hier immer noch mal nachlesen und statt der 10 cm knapp vor der 4 Inch. Dann passt das auch. Oder du zeichnest dir ein paar Hilfslinien ein, damit du weißt, wie weit das geht. Jetzt drehen wir das Papier an die kurze Seite. Gucken wir, ob man das, ja, so sieht man es ganz gut. Und schneiden einmal diese beiden von der Linie, von der dritten bis zur ersten und von der vierten bis zur zweiten. Das heißt, wir legen es hier wieder bei 5 cm an. Schauen, wo die Falzlinie ist, legen da die Schneideklinge an und ziehen runter bis zur ersten Schneideklinge. Bis zur ersten Falzlinie. Dann weiter geschoben bis zur 10. An der letzten Linie hier oben angelegt, die wir zuletzt gefalzt haben. Und bis zur zweiten Linie. So, wenn das hier oben nicht ganz genau hinkommt, so wie bei mir, kann man da noch einmal schnell mit der Schere nachschneiden, damit es wirklich bis zur Falzlinie geht. So. Ich muss jetzt meine Karte hier nochmal dazulegen. Ich weiß, in welche Richtung die sind. Hier, das ist so ein bisschen tricky, hier so ein bisschen nach da gebogen, also nach oben, die erste Falzlinie und die zweite nach unten. Bei dem nächsten genauso. Erst nach oben, dann nach unten. Also, nur bei dem letzten, das ist dann anders, doch, ist genauso. Erst ein Bergfalten, dann ein Tal. Also, jeweils eine Bergfalte und eine Talfalte an allen 3 Taschen. Und dann ist das auch so, schon, man braucht das gar nicht ganz fest falzen, sondern erstmal nur so locker, damit man das so rüberlegen kann. Und jetzt kann man nämlich schön mit dem Falzbein die Linien einmal nacharbeiten. So. Und das ist schon die Grundkarte. Dann klebe ich jetzt auf. Kleber finden. Da. Ich nehme jetzt Stampin' Seal Plus, Flink und Fest Plus. Ich habe den echt lieb gewonnen. Weißt du ja schon aus meinen anderen Videos. Geht unheimlich schnell. Klebe ich hier oben ungefähr 2 mm Rand zu allen Richtungen. Dass hier schön Rand zu sehen ist. Und dann klebe ich hier, schon ich habe mich für das gelbe Bu und Ik entschieden, eins von den beiden Designerpapieren auf. So, bevor ich die Karte einklebe sozusagen, falze ich sie einmal. Ordentlich nachfalzen, weil soll ja schön zubleiben. Und klebe jetzt erst die Bänder auf. Soll ja hier schön geschlossen bleiben. Dafür nehme ich die Glue Dots. Klebe das hier so 2 cm ungefähr von entfernt drauf, dass mein Glue Dot mitkommt, und klebe es mittig auf die Seite, und zwar so, dass die Karte sich in diese Richtung öffnet. Also in die Richtung, wo die Karte sich öffnet, geht das Band lang von weg. Und das klebe ich hier etwa, dass es hier mittig ist, dass ich hier noch genug Band habe, um eine Schleife hinterher zu binden. Das drücke ich hier einmal fest, dann drehe ich das einmal um,
dass die Öffnung weiterhin auf der Seite bleibt. Und mache das mit dem zweiten Stück Band auch. Ich habe hier das schöne Kupferband aus dem aktuellen Mini-Katalog von einem der Wintersets. Finde ich total schön. So, dann gucke ich, dass sie hier parallel übereinander liegen. Wenn die jetzt hier hinten von der Länge nicht passen, das macht nichts. Das hier ist ein bisschen komisch geschnitten. Das schneide ich jetzt ab. So. Da kommt jetzt mein Designerpapier drauf, mein zweites Stück. Das war ein bisschen fest. Aber das ist die Rückseite zum Glück. Das ist nicht ganz so schlimm. So, und auch die 2 mm Abstand in alle Richtungen. Hier habe ich gleich schon Happy Halloween vorher drauf gestempelt, damit das nicht so uneben wird, wenn ich stempel, wenn das Band darunter ist. Und das mache ich hier auf der Rückseite auch. Ne? Och nö, doch, da kommt noch was. So. Und sicher ist sicher. Hier klebe ich noch schnell einen Streifen doppelseitiges Klebeband drüber, weil ich jetzt nicht weiß, wie der Kleberoller sich verhält, wenn er hier drüber geht, über das Band. Einfach damit das noch ein bisschen nachgesichert ist. So, weiterhin darauf achten, Klappe ist auf der richtigen Seite. Und dann auf das große untere Feld, was noch frei ist. Auch wieder auf die 2 mm Abstand achten. Und dann hat man hier eine Klappe, wo man noch Text reinschreiben kann, wenn man das beschriften möchte. Wenn man sagt, möchte ich gar nicht, ich will nur die Karte so verschenken, dann lässt man das mit der Klappe einfach weg und nimmt 2 Stück Farbkarton in 9,5 x 9,5. So, dann müssen wir jetzt noch die kleinen Elemente machen. Ich habe mir da schon mal aus verschiedenen Papieren was ausgeschnitten. So. Das hier war meine erste. Wenn die zu ist, sieht man gar keinen Text. Da habe ich nicht so richtig aufgepasst. Der Text ist seitlich zu sehen. Hier habe ich so gemacht, dass immerhin, wenn sie so steht, dass man den Text dann da oben sieht. Und das möchte ich diesmal auch haben. Wobei, brauche ich ja gar nicht. Ich habe ja meinen Text hier. Also setze ich aber trotzdem sind die 3 jeweils die verschwinden. Möchte hier, habe ich noch Bonjour. Das finde ich sehr witzig. Und dann gucke ich, wie ich sie liegen haben möchte. Hier habe ich noch ein paar weiße, da kommt gleich noch was drauf. So möchte ich die anordnen und dann klebe ich die einmal schnell fest. Da sollte auch der normale Flink und Fest für reichen, da kommt ja nichts weiter drauf. Ich habe jetzt nur den Flink und Fest Plus da. Und jetzt gucken wir das mal so. Eigentlich ganz gut. Hier fliegen meine Fledermäuse in die eine Richtung, gleich fliegen sie nochmal in die andere Richtung. So, habe ich das Feld schon? Nein. Ja, die sollten wenigstens nach oben fliegen. Auch hier wieder immer darauf achten, die 2 mm Abstand. Wenn ich jetzt was drauf stempeln würde, würde ich das grundsätzlich vorher machen. Ich will aber was drauf kleben, deshalb kann ich die Felder jetzt schon machen. Sonst, wenn man sich verstempelt oder es nicht ganz so sauber aussieht, ärgert man sich, dass man es schon aufgeklebt hat. So, das hier fehlt noch. So, ich habe mir aus dem Designerpapier einmal die Katze und einmal noch den Hund rausgestanzt. Also das Papier ist so, naja, hier kann man es einmal stempeln. Es hat aber im Designerpapier genau dieselbe Größe, dass man es mit der Stanzform ausstanzen kann. Das gilt auch hier für das Skelett.
Also sehr praktisch. Ich war mir nicht zu faul, habe das nicht gestempelt. So. Dann haben wir mal eine Katze hier. Die kommt hier unten hin. Na, wo bist du? Oh, da sollte man vielleicht wirklich nicht den ganz festen Kleber nehmen. Und wenn es übersteht, so wie bei mir, kann man es einfach umdrücken. Da hinten hätte ich gerne noch ein bisschen was. Soll ja auch halten. So. So. Ich muss auch sagen, man könnte sagen, das ist makaber, aber ich finde die einfach nur witzig, die beiden hier. Das ist wie so ein Röntgenbild, finde ich mehr, als ein kleines Skelett. So, dann möchte ich hier oben noch mein Skelett haben, aber ein guter kleiner Freund von mir, Pixie, hat sich gewünscht, wieso hat er nie Turnschuhe an auf deinen Bildern? Deshalb habe ich hier, ich hoffe, das kann man gut sehen, ja, die kleinen Turnschuhe ausgestanzt. Die gibt es nicht zu stempeln, sondern nur zu stanzen, haben auch Struktur. Und die kriegt er jetzt gleich an. Aber erstmal klebe ich ihn auf. Dafür nehme ich jetzt aber mal den nicht ganz so kräftigen Kleber, damit er mir nicht einreißt. Mal gucken, wie ich das hier mache. So, ich habe einfach nur so ein bisschen was. Der Arm hier oben, der soll auch nicht abstehen. Guck, dass wieder nichts absteht. Wie gesagt, man könnte den auch stempeln und dann ausstanzen. Solange das Designerpapier noch da ist, habe ich mir gedacht, mache ich so. Den gibt es auch auf verschiedenen Farben. So. Und jetzt kriegt er noch seine Schuhe an. Man könnte jetzt auch Flüssigkleber nehmen oder einfach einen Punkt. Sie hat ja so kleine Schuhe. Könnte ihm auch noch ein Herz stempeln. Hat man nicht auch ein kleines Herz dabei? Ja, kann ihm auch ein kleines Herz stempeln. Also es ist echt super vielfältig. Man kann da richtig viel mitmachen und gestalten. Also als Halloween-Fan oder auch sonst, man sieht ja, ich als Nicht-Halloween-Fan mache ja auch einiges mit. Kann man da richtig viel mitmachen. Kann ich echt nur empfehlen. So, und jetzt kriegt er auch noch einen Fashion-Hut hier so ein bisschen schräg oben drauf. Ja. Das war schon. Ich sag mal, das Schwierigste ist zu gucken, dass man hier die Falzlinien am Anfang zieht. Aber wie gesagt, da kann man dann entweder mit Zentimeter oder mit Inch arbeiten. Je nachdem. Boah, das geht ja heute mal von der Schleife. So. Und dann kann man die zuklappen. Wenn man will, setzt man ihn vielleicht weiter nach hier, damit man ihn ganz sieht gleich. Und wenn es aufklappt, kann man alles sehen. Ja. Das ist meine Idee für eine Treppenkarte zu Halloween. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Guck dir auf jeden Fall die Videos der anderen noch an. Wie gesagt, gleich am Ende ist die Playlist verlinkt. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Ich drehe regelmäßig Videos. Abonniere meinen Kanal, wenn du weitere Ideen sehen willst. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.